ihr wieder da seid, liebe Kunstfreunde. Hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich habe mir ein Blatt Aquarellpapier genommen und auf eine Plastikspachtel trage ich nun eine pinkfarbene Acrylfarbe auf. Da ziehe ich einfach eine Linie und damit das gut vorne an der Spachtel anhaftet, nehme ich einen Pinsel zur Hilfe und streiche das bis an die vordere Kante. Ich ziehe mit der Spachtel die Farbe über das Blatt Dazu müsst ihr einen gewissen Druck ausüben. Ihr könnt die Richtung selbst bestimmen und ihr könnt auch bestimmen zum Teil, wie sich die Farbe verteilt. Ich fahre noch einmal kurz drüber. Und belasse es bei diesem Farbauftrag. Die Farbreste entferne ich von der Spachtel, denn ich möchte noch eine zweite Farbe hinzunehmen. Das ist ebenfalls ein Rosa, allerdings in Form einer Glanzfarbe. Das hat einen Perlglanzeffekt. Das Vorgehen ist genau das gleiche. Wieder auf der Spachtel auftragen in einer Linie. Mit dem Pinsel verteile ich es und drücke es vorne an die Kante hin. Nun überlege ich mir, wie ich die Spachtel auf dem Blatt ansetzen möchte und übe ebenfalls wieder einen Druck aus, um die Farbe auf dem Blatt zu verteilen. Wie ihr sehen könnt, die zweite Farbe glänzt.
In einer kleinen Glasschale habe ich mir eine schwarze Acrylfarbe mit etwas Wasser vermischt. Im Garten hatte ich noch alte Rosenzweige liegen. Die habe ich mir hier zu meiner Kunstarbeit ausgesucht, um damit malen und drucken zu können. Ihr könnt also ganz einfach euch Naturmaterialien suchen im Garten oder draußen in der Landschaft, in der Natur und könnt diese zum Malen als Werkzeuge benutzen. Das ist umweltfreundlich und es ist kostenlos. Das finde ich sehr gut. Und schaut her, was gibt das für einen tollen Effekt hier. Das ist unglaublich schön und es macht auch viel Spaß. Denkt euch Formen aus und zieht mit diesem Rosenzweig eure Bahnen über das Blatt. Diese Blütenblätter der Rosenblüte haben eine natürliche Sternenform und genau das ist dieser tolle Effekt, der sich hier ergibt. Seid einfach kreativ, geht mit offenen Augen durch die Natur, sucht euch da draußen eure natürlichen Malmaterialien, eure Werkzeuge und benutzt sie und man kann es nur erahnen, es ist wirklich bezaubernd geworden. Ich nehme mir noch einen anderen Zweig, um damit Linien zu malen. Dazu habe ich so eine kleine Astgabelung entdeckt an diesem Zweig. Es lassen sich Linien zeichnen. Allerdings muss ich hier mehrmals in die Farbe eintauchen, da dieser Zweig nicht ganz so viel Farbe auf einmal aufnehmen kann, aber das macht nichts.
zieht einfach damit eure Linien über das Bild. Mit ganz wenig Materialeinsatz habt ihr ein schönes Bild geschaffen. Danke fürs Zuschauen, eure Anne Pross.